Amen. You know, they got this gripper thing going around. Ihr wisst ja, dass zurzeit gerade so diese Grippe unterwegs ist in Deutschland. How many people felt a little something like that? Wie viele haben in den letzten Tagen oder die Woche schon so was Ähnliches gespürt? So eine Grippeattacke oder Erkältungsattacke? Yeah. He's been a busy boy, hasn't he? Ja, Satan war sehr beschäftigt, Leute zu quälen. He's been a busy boy. Satan war beschäftigt damit. I just was over in Switzerland. Ich war gerade kürzlich erst in der Schweiz. And I woke up on Sunday morning. Am Sonntagmorgen bin ich aufgewacht. And we had to go have a meeting. Und wir hatten dort einen Gottesdienst am Sonntagmorgen um 10. And I felt that little thing. Da habe ich so ein kleines, What's going on? kleine Sache hier am Hals gespürt. Ich habe gedacht, was läuft da schon wieder ab? I don't get sick. Ich werde ja nicht krank. I don't get sick. Ich werde nicht krank. And I thought, what is this? Naja, was ist denn das Komisches hier am Hals? But I remember it from the old days when you used to have that little feeling, you know. Ich konnte mich noch daran erinnern, früher mal, wie das war, so ein Gefühl hier am Hals zu haben. And by Sunday night, am Sonntagabend, I never saw something come on so fast. Ich habe noch nie erlebt, dass so etwas so schnell auf jemand fallen kann. I mean, I was like soaking sweat. Da war es so, dass ich nur noch so Schüttelfrost hatte und geschwitzt habe. With fever. Und ich hatte Fieber. And feeling them chills. Und ich habe wirklich so Schüttelfrost erlebt und gefühlt, gespürt. And I had to go preach it, and I'm standing in the meeting. Aber am Sonntagabend, da hat James ja schließlich gepredigt und wir waren dort im Gottesdienst. And I'm thinking in my mind, how am I going to get out of here? Mein Verstand sagt mir die ganze Zeit, wie schaffe ich es, dass ich aus diesem Gottesdienst hier rauskomme? I'm thinking to myself, what is the shortest talk I have in that bag? Was ist die kürzeste Predigt, die ich heute Abend predigen kann? And the Lord said, no, I don't want to do that one. Nee, die Predigt wollen wir heute Abend gar nicht machen. I want to do that complicated one. Ich möchte heute Abend die ziemlich komplizierte Predigt, dass du die predigst. It was terrible. I tell you, it was. Es war schrecklich. I had not felt that terrible. I can't even. A long time. Ich kann mich nicht erinnern. Also das ist so lange her, dass ich mich so schrecklich gefühlt habe wie am Sonntagabend. And I finally made it through the meeting. Ich habe es geschafft, durch diesen Gottesdienst durchzugehen. Which I couldn't even believe. Ich konnte nicht glauben, dass ich in der Lage war, fertig zu predigen. But I was so sick. Ich war so krank. I said to Gafar. Dann habe ich zu Gafar gesagt. And the other guys that were with me. Zu den anderen Typen, die bei mir waren. Anybody who comes up for prayer, keep them away from me. Alle, die nach dem Gottesdienst versuchen, nach vorne zu kommen, dass ich mit ihnen bete, bitte sorgt dafür, dass sie nicht nahe zu bekommen, betet ihr mit ihnen. And pray for them. Und bitte betet ihr für sie. You guys pray for them. You know, normally I do. Ihr wisst ja, dass normalerweise bete ich auch. I'm not one of those guys that keeps away. I pray for people. I mean, you know I do. Ich bin ja nicht derjenige, der Leute wegschickt. Ihr wisst ja, ich bete für alle, die zu mir kommen. But I felt that sick. Aber ich habe mich da so krank gefühlt, dass ich eben gesagt habe, hey, liebe Pastoren hier mit mir im Team, bitte betet ihr heute für die Leute, die nach vorne kommen. And so I'm hiding down here behind the desk. Also habe ich mich da hinten hinter meinem Pult irgendwie versteckt, am Ende vom Gottesdienst eingepackt. And I'm packing my bag as quick as I can. Ich packe meine Tasche so schnell wie ich kann. And I'm saying, oh God, just get me out of here, get me out of here, get me out of here. Und ich sage, Herr, bitte sorg dafür, dass wir heute ganz schnell hier rauskommen. And then I see out of the corner of my eye. Im Augenwinkel sehe ich dann somebody walking up with a woman like this. Jemand, der mit einer Frau nach vorne kommt, die so am Arm geführt werden muss. And walk right past these guys like they didn't even see her. Geht total an unseren Pastoren, die beten sollen, vorbei, so wie als wenn die unsichtbar wären. And I'm down there in the spirit going. Und im Geist gehe ich. And she ich halte said, nicht aus, ich schaff's nicht. excuse me, James, can you pray for this woman? Und die Frau sagt, Entschuldigung, James, wärst du so lieb und würdest bitte für diese Frau beten? You know, I'm in the flesh. In dem Augenblick war ich richtig im Fleisch. And I said, ich habe mich laut geräuspert. And I'm thinking, what kind of God are you? Und ich denke, Gott, was bist du für ein Gott? That you would do this to me? Warum tust du mir sowas? Mir geht's nicht gut.
got up and I said, well, okay, what's wrong with her? Also bin ich aufgestanden und habe gesagt, ja, natürlich bete ich für sie. Wegen was ist das Problem? They said, oh, she's blind. Ich habe gesagt, oh, die ist blind. I'm telling you, Sag's euch, mir ging's echt nicht gut. I did the shortest prayer I think I ever. Ich habe das kürzeste Gebet gesprochen, das ich glaube jemals gesprochen habe. Ich habe gesagt, Father, in the name of Jesus, please heal her. Vater, im Namen von Jesus, bitte heile sie. I said, blindness, come out. Und ich sage, Blindheit, komm raus. And she manifested this demon and. Und sich manifestiert, ist ausgefahren. And now I'm really thinking, now I'm stuck. Now I'm stuck. Und dann denke ich, oh, jetzt bin ich hier echt so festgeklemmt, ich komme hier nicht mehr weg. We're commanding this demon to come out, come out, come out. Und ich befehle dem Dämon, fahr aus, weil der sich jetzt manifestiert hat, der ist hochgekommen. And he came out. Der Dämon ist dann And ausgefahren. I thought, okay. Sag ich, okay. And then she said, I can see. Sag ich, kann sehen. That's not true. This is true. This is true. The Lord opened up her eyes. You see, the Lord will reward you for going to that place where you just can't imagine going. Unser Herr wird dich belohnen, wenn du an den Ort hingehst, von dem du gedacht hast, dass du da nie im Leben hingehen kannst. And so now we're going home. Und dann sind wir auf dem Weg nach Hause von dem Meeting in der Schweiz. And the whole way I'm going to the Lord. What about me? Und ich habe die ganze Autofahrt 30 Minuten Zeit zu sagen, Herr, und was ist mit mir? What about Herr, gib mir nicht, was ist mit mir? And we got home and I told these guys, I'm going right to bed. Und wir sind nach Hause gekommen. Ich habe zu meinem Team, zu den Leuten gesagt, Leute, ich gehe sofort ins Bett. And I walked into my room like this. Und ich bin so in meinem Zimmer angekommen, konnte immer noch schleichen, habe mich da reingeschleppt. And just as I walked in my bedroom, I closed the door. Als ich ins Schlafzimmer reinging, die Türe zugemacht habe, And I said, help me, Jesus, I'm your servant. sage ich, Jesus, hilf mir doch, ich bin doch dein Diener. And right at that moment, I saw out of the corner of my eye an angel come right behind me. In dem Augenblick habe ich so im Augenwinkel gesehen, wie ein Engel von hinten direkt zu mir herkommt. And he pulled his sword out like this. Und wie er seinen Schwert rausgezogen hat, I thought, what is he going to do with that? und dann, was macht er jetzt mit dem Schwert? And he hit me. Und er hat mich geschlagen. He hit me with the sword. Er hat mich mit dem Schwert geschlagen. And I went down. Und bin ich auf den Boden und habe diese Rechte auf sich manifestiert von Krankheit. And I just started throwing up on the floor. Habe ich auf dem Boden dieses ganze Zeug rausgekotzt. And I'm crawling across my bedroom floor trying to find some paper towels. Ich liege über den Boden auf allen Vieren und versuche, Taschentücher zu This is finden. God's honest truth. Das ist die ehrliche Wahrheit von And I'm throwing up all the way across the floor. Und überall hier kotze ich den Boden, hier, weil ich die Tücher nicht finden kann. I thought, what kind of thing is this? Und dann, hey, was passiert hier? What kind of thing is this? Was passiert hier mit mir? And then I felt it go. Dann habe ich gespürt, wie dieser Dämon voll ausfährt. Und er war weg. Was denn dann? And I got healed. Ich wurde geheilt. I got healed. This is why, my friend, you cannot believe the lies of the devil. Meine Freunde, ihr dürft die Lügen Satans nicht glauben. The devil holds you in the power of the lie. Satan kann dich nur festhalten und dich im Griff halten durch diese Macht der Lüge, die du glaubst. We have got to get the revelation of the truth. Wir müssen eine Offenbarung von der Wahrheit bekommen. That Jesus has paid the price. Nämlich die Wahrheit, dass Jesus den Preis bezahlt He hat. went on that cross Jesus ist ans Kreuz gegangen. and he came off of that Und cross Jesus ist vom Kreuz runtergekommen. and he said, it is finished. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. And every devil came to keep that tomb closed. Und alle Dämonen kamen, um dafür zu sorgen, dass dieses Grab verschlossen bleibt. And God sent 2 angels and they pulled back that stone. Gott musste nur 2 Engel schicken, damit sie den Stein auf die Seite schieben. Every demon of hell could not hold back that stone. Jeder Dämon der Hölle, den es überhaupt gibt, konnte diesen Stein nicht zurückhalten. Only 2 angels, my friend. Only 2. Gott brauchte dafür nur 2 Engel. One touch from this kind of God can change your entire life this weekend. Eine Berührung von dieser Art von Gott, nämlich dem lebendigen Gott, kann dein ganzes Leben radikal verändern an diesem Wochenende. 1 minute with the king. Eine Minute mit dem König. 1
One night with the king. Eine Nacht mit dem König. One touch by God Eine Berührung von Gott can turn your situation completely about face. kann deine Situation total umdrehen. Don't give up. Und deswegen gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Don't Gib nicht auf. give up. Gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Whatever he's telling you, he's lying. Was immer Satan gesagt, Satan ist ein Satan is a Lügner. liar. He's a Satan liar. ist ein Lügner, ein He Lügner. lies to everybody about everything. Belügt alle wegen allem. And he wants you to give up. Und er möchte, dass du alles hinschmeißt. Don't give up. Gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht Don't auf. give up. Gib nicht Don't give auf. up. Gib nicht Don't auf. give up. Gib nicht I auf. tell you, well, the Holy Ghost is moving. The Holy Ghost is Der Heilige starting to do Geist something here. bewegt sich hier unter uns. Holy Ghost starting to do something. I give you praise. I give you praise. I give you praise. I give you praise. Preis und Ehre. Danke, dass du mir tust. Preis I und give you Ehre. praise, Jesus. Preis und Ehre, I give you praise. Danke, Jesus. I lift you up. I lift you up. I lift you up. Preis und Ehre I sei lift you dir. up. Preis und I Ehre. don't know what he's doing, Ich weiß nicht, was der Herr tut. but it's marvelous in my Aber eyes. es ist ein Wunder in meinen It's Augen. marvelous in my Es eyes. ist ein Wunder in meinen It's Augen. marvelous in my eyes. Es ist ein Wunder in meinen Augen, was He's der a Herr healing tut. God. Er ist der Gott, der He's a heilt. saving Er God. ist der Gott, der erlöst. He's a delivering Er God. ist der Gott, der befreit. He's a restoring Er God. ist der Gott, der And he wiederherstellt. is touching some people here right now, Und my er friend. rührt jetzt hier Leute He is an. touching some people Und right der Herr now. rührt hier Leute an. Take a deep breath, my friend. Mach einen tiefen Atemzug. Just take a deep breath right now. Ein tiefer Atemzug. Tiefer einatmen. Let this God come and touch you. Lass zu, dass der lebendige Gott kommt. He's high lifted up. Unser Herr ist He's lifted up. Unser Herr ist He's lifted up. Er ist hoch. He's lifted up. Unser Herr regiert, dass He's du lifted das up. wird. He's Unser lifted Herr up. regiert. There's nothing too hard for this Nichts God. ist zu schwer für There's Gott. nothing too hard for this Nichts God. ist zu schwer für diesen Gott. There's nothing too hard for this Jesus. Nichts ist zu schwer für diesen He has paid Jesus. the price. Er hat den Preis He has bezahlt. paid the price. Unser Jesus hat den Preis The price bezahlt. is paid. Der Preis ist bezahlt. I overcome you with my testimony. Ich überwinde das zu meinem I overcome Zeugnis. you with my Ich testimony. überwinde euch mit zu mächtigen Jesus paid the Zeugnis. price. Jesus hat den He Preis paid the bezahlt. price. Er hat bezahlt. He paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. He has paid the price. Jesus hat den Preis He's lifted up. bezahlt. He's lifted up. Jesus ist hoch He's erhoben. lifted up. Jesus ist hoch erhoben. He's lifted up. Hoch He's erhoben. lifted Hoch up. erhoben. He is worthy of praise. Jesus ist würdig, He is worthy of praise. Jesus ist würdig, He is worthy of praise. Jesus ist würdig. He is worthy. Jesus ist würdig. He is worthy. Jesus ist würdig. He is worthy. Jesus ist würdig. I lift you up, Jesus. I love you, Jesus. Ich erhebe dich, Jesus. I Ich love liebe you, dich. Jesus. I love you. Ich liebe dich, Jesus. I love you, Ich Jesus. liebe dich, Jesus. Touch your people, Daddy. Rühr dein Volk, dein Papa. Heal your people, Daddy. Heile dein Volk, Papa. Heal your people. Heile dein Volk. Heal your people. Heile dein Volk. Heal your people. Heile dein Volk. I lift you up. Ich erhebe dich hoch, Jesus. Ich erhebe dich, I lift Jesus. you up. Ich erhebe dich, I lift Jesus. you up. Ich erhebe dich. Worthy of praise. Unser Herr ist würdig, He's gepriesen worthy zu of sein. praise. Unser Herr ist würdig. He's worthy of Unser Herr praise. ist würdig. Thank you, Jesus. Jesus ist es wert. Thank you, Gib Jesus. die Ehre. Glorify your name. Wir verherrlichen deinen Namen. Glorify your name for your name's sake. Vater, verherrlichen deinen Namen um deines Namens For your willen. name's sake. Um deines Namens For your willen. name's sake. Um deines Namens willen. Do it for you, Jesus. Tu es für dich, Jesus. Do it for you, Tu es Father. für dich. Do it just for Tu you. es für dich, Jesus. Just for you. Für dich, Jesus. Just for you. Tu es für dich, Jesus. Just for you. Komm mit deiner Kraft. Just for you. Dein Frieden. Tu es Just für for dich, you. Jesus. Für dich, Jesus. Spirit of infirmity, come out. Der Geist der Schwäche geht. Spirit of infirmity. Geist der Schwäche der Spirit of infirmity. Geist der Schwäche Spirit of infirmity. Sickness and disease. Krankheit und Gebrechen. Every ache and pain. Jeder Schmerz in den Loose in the name Vertrauen. of Jesus. Hebe dich hinweg, löse dich, löse dich, Seher Gottes. Loose it, come out. Löse dich, Seher Gottes. To the glory of God. Seher Gottes Haus. To the glory of God. Seher Gottes. To the glory of God. To the glory of God. Seher Gottes Haus. To the glory of God. To the glory of God. The price is paid. The price is paid. The price is paid. Der Preis ist bezahlt. The price is paid. Der Preis ist He bezahlt. has paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus has paid the price. Jesus hat den Preis Jesus bezahlt. paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus paid the price. Jesus. Lift you up. Wir heben dich I hoch, lift you up. Jesus. Jesus, I Ehre lift sei you dir. up. Ich erhebe dich. I lift you up. Ich erhebe dich. I lift you up. Ehre sei It's dir. not by might. Es geschieht nicht durch It's not by Stärke. power. Es geschieht nicht durch Kraft, It's by the Spirit of the living God. sondern allein durch den Geist By the Gottes. Spirit of the living God.
God. Durch den Geist des lebendigen Gottes. By the Spirit of the living Durch God. den Geist des lebendigen Gottes. Spirit of the living God. Den Geist des lebendigen Gottes. Spirit of the living God. Es geschieht nur durch I den give you Geist praise, des Jesus. I lebendigen give you Gottes. praise. Ich gebe dir Preis. Have your way tonight. Hab du deinen Weg heute Have your Abend. way. Hab du deinen Weg Have your heute way, Abend. Holy Hab du deinen Weg Spirit. heute Abend. Have your way. Hab du deinen Weg heute Have your Abend. way. Hab du deinen Weg heute Abend. Have your way Hab deinen Weg tonight. heute Abend. Hab Have deinen your Weg way. heute Abend. Hab du deinen Weg heute Abend. Have your way. Hab deinen Weg heute Abend. Here we Hab are. deinen Weg. Hier sind wir. Here we are. Jesus, hier sind wir. Here we are. Hier sind wir. Hungry for Hier God. sind wir. Wir preisen dich, Jesus. Hungry for God. Wir sind hungrig nach Gott. Hungry Wir for sind hungrig Jesus. nach dir, Jesus. We are hungry Wir sind for the hungrig Holy nach dir, Spirit. Jesus. Hungrig nach dem Heiligen Geist. Praise you. Preise dir, Praise Jesus. you. Preise dir, Jesus. Praise Preise you. dir. Preise dir, Praise you. Jesus. Preise dir. Praise you. Preise dir, Jesus. Praise you. Preise dir, I Jesus. lift you Preise up. dir. I love you, Ich liebe Jesus. dich hoch. I love you. I love you. I Ich liebe love you. dich, I love Jesus. you. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ja, das ist gut. Preis dir. Gib dir Preis, Jesus. Gib dir Preis, Jesus. Ja, das ist gut.
Macht im Namen Jesus. There's power in His name. Herr, macht im Namen Jesus. Unto God. Unto God. It's the Lord's work. Das ist das Werk des Herrn, was hier passiert. And it's marvelous in our eyes. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Behold His magnificent glory. Siehe, seine offenbarte Herrlichkeit. Behold His magnificent glory. Siehe, seine offenbarte Herrlichkeit unter uns. His abounding power. Seine überwältigende Macht. Thank you, Jesus. Jesus. He's got enough for everybody here tonight. Jesus hat genug für jeden Einzelnen unter uns. He's got enough for every one of us. Jesus hat genug für jeden Einzelnen unter uns. Every one of us. Für jeden von uns. Come on, take a deep breath. Mach einen tiefen Atemzug. Come on. Mach einen tiefen Atemzug. Get your touch. Lass dich anrühren von Jesus. Get your touch. Lass dich anrühren von Jesus. Touch the hem of His garment tonight. Rühr du an dem Saum seines Gewandes an. The anointing is here. Die Salbung ballt sich hier. Touch the hem of His garment. Rühr du den Saum von dem Gewand von Jesus an. Touch the hem of His garment. Rühr du den Saum seines Gewandes an. Rühr ihn an. Don't let Him just pass you by. Lass nicht zu, dass Jesus an dir vorübergeht. Grab it. Rühr du ihn an. Grab it. Schnappe ihn. Grab it. Schnapp ihn, halt dich fest an ihn. Grab it. Schnapp ihn. Don't let it go. Lass die Salbung nicht gehen. Let it go. Lass die Tür nicht vorbeigehen. Lass die Tür nicht vorbeiziehen. Berühr du es. Don't let it get away. Lass es nicht vorüberziehen. Don't let it get away. Lass es nicht vorüberziehen. It will accomplish the work that it was sent out to do. Und Gottes Wort von dem Namen ist von Erfolg bringen, dass es ausgezahlt wurde. And it will not return upon itself void nor empty. Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbracht haben, wozu es gesandt wurde. He will be glorified. Und unser Herr wird verherrlicht sein. He will be glorified. Unser Herr wird verherrlicht sein. He will be glorified. Unser Herr wird verherrlicht sein. Be still and know that He is God. Sei still und erkenne, dass ich Gott Know bin. that He is God. Erkenne, dass er Gott ist. He will be lifted up amongst the Er wird unsaved. hochgehoben sein unter den Ungläubigen. And He will be glorified in all the earth. Er wird verherrlicht sein überall auf der Welt. Just know that He is God. Wisse, dass er Gott ist. Know that He is God. Erkenne, dass er Gott ist. Know that He is God. Erkenne, dass er allein Gott Thank ist. you, Jesus, for the miracles that you're doing. Danke, Jesus, für die Wunder, die du unter uns Thank you for tust. all the miracles you're doing. Danke, Herr, für all die Wunder, die du unter uns I'll tust. thank you. I give you praise. I give you praise. I give you praise. I give you praise. It's just about you. 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 Just about you, Jesus. Just about you. Just about you. Just about bringing glory to the Father. Just about Him. Just about Him. Just about Him. He's lifted up. 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 Jesus. 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 Jesus is His name. Jesus ist sein Name. That's His name. Das ist sein Name. That's His name. Das ist sein Name. That's His name. Jesus ist sein Name. Glory. Ehre. Glory, 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 glory. Ehre für den Herrn. Ehre. Glory, glory. Ehre. Thank you, Lord. Danke, Herr. We worship you. We worship you. Wir beten dich an. We worship you. Wir beten dich an. There's no God like Him. Es gibt keinen Gott wie ihn. There's no God like Him. Es gibt keinen Gott wie ihn. No God like Him. Es gibt keinen Gott wie ihn. See, people ask me, why do you always give your testimony like that? Die Leute sagen zu mir, aber warum gibst du denn immer ein persönliches Zeugnis von dem, was du gerade erlebst? I never heard no pastor telling about some demon coming out. Ich habe doch nie erzählt, dass ein Pastor mir nicht mit dem Dämon ausgefahren ist. That sounds embarrassing. Das ist doch unheimlich. Warum sollte man sowas erzählen? This is why. Ja, der Grund, warum ich mein persönliches Zeugnis gebe, steht, was ich gerade erlebt habe. Because the Bible says we overcome Satan by the blood of the Lamb and the power of my testimony. Denn die Bibel sagt, wir überwinden Satan durch das Blut des Lammes und durch deine Kraft des
Wortes, meines Zeugnisses. When I give my testimony, the same anointing comes right on Wenn back. ich mein Zeugnis gebe, dann kommt dieselbe Salbung Gottes herab, die mich angerufen hat, um genau was zu tun hier. And I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. I'm not ashamed of deliverance. It's part of the gospel, my friend. Ich schäme mich nicht, dass Befreiung ein Teil vom Evangelium ist, mein Freund. I'm not going to be ashamed that I got healed. Ich schäme mich doch nicht dessen, dass ich geheilt wurde. I'm not going to be ashamed of that. Ich schäme mich doch nicht, ich bin nicht peinlich. I'd be embarrassed going down to the pharmacy. Müsste mich schämen, wenn ich euch sagen müsste, dass ich Medizin genommen habe. But not coming to Jesus. Aber nicht, weil ich zu Jesus gekommen bin. For me. So steht es bei mir. I'm just that kind of guy. Ich bin halt einfach so ein Typ. Okay. I was asking the Lord, well, what should we do tonight? Ich habe den Herrn gefragt, Herr, was sollen wir heute Abend machen, was ist dran? I had a different idea than him. Und ich hatte so eine andere Vorstellung als wie Gott. And this is what he came up with. Aber Gott hat gesagt, wir machen Folgendes. At first, it's going to sound like it's not really that big. Der Herr sagt, Come, Jesus. Come, Jesus. komm Jesus, Come, komm Jesus. Jesus, Come, Jesus. komm Jesus, komm Come, Heiliger Jesus. Geist, komm Jesus, Come, Holy komm Spirit. Heiliger Geist, Come, Holy Spirit. The Holy Comforter. der Heilige The Tröster, Holy der Comforter. Heilige Tröster, The Holy der Comforter. Heilige The Tröster, Holy der Comforter. Heilige Tröster, Heal and deliver the zum bruised Heilen, Lord. die zerbrochenen, die Schlagen Come, anzuholen. Holy Spirit. Komm Heiliger Geist, Come, Holy Spirit. komm jetzt Heiliger Geist, Come, Holy komm Spirit. Heiliger Geist, Come, Holy komm Spirit. Heiliger Geist, Come, Holy Spirit. komm Heiliger Geist, Come, Holy Spirit. komm, komm du. Come, Holy Spirit. Komm du, Come, Lord. Komm, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Come, Holy Komm mit Spirit. deinem Trost, Herr. Lift it up. Komm, Jesus. Lift it up. Ich hoch erhoben. Lift you up, Jesus. Erhebe dich hoch. Your kindness, Danke dir. and your love, and your compassion, Deine and your just-in-time plan. Und dein Plan, der genau zum richtigen Your Zeitpunkt kommt. just-in-time plan. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt und veränderst Dinge. Just in time. Genau zum richtigen Zeitpunkt kommt der Herr. Just in time. Zum richtigen Zeitpunkt kommt der Just in Herr. time. Zum richtigen Zeitpunkt Just in kommt der time. Herr. Zum richtigen Zeitpunkt. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Danke, Herr. I tell you, there's three different anointings moving in this room right now. Ich sagte, drei verschiedene Arten von Salbungen bewegen sich hier im Raum. Three different anointings moving. Drei verschiedene Arten von Salbungen. Thank you, Father. I give you Danke, praise. Vater. I give you praise. Danke, I Vater. give you praise. Komm mit deinem I give you Trost. praise. Komm jetzt mit deinem Trost. I give you praise. Trost Gottes auf dich. Gib dir Preis, Herr. I give you praise. Gib dir Preis, Herr. Gib dir Preis. I give you praise. Gib dir Preis, Herr. You are lifted up. Du bist hoch erhoben, Herr. But Paul cried out with a loud voice saying, don't hurt yourself. Paulus rief mit lauter Stimme, tu dir kein Leid an. Here we are. Wir sind alle hier. Here we are. Wir sind alle hier. And we come to bring you good news. Und wir sind hierher gekommen, um dir eine gute Nachricht zu bringen. Good news. Gute Nachricht. And he turned from the power of the destroyer to the power of God, and his whole family got saved. Er hat sich abgewandt von der Macht des Zerstörers und ist hingegangen zu der Macht Gottes und seine ganze Familie wurde errettet. But it took a servant of God Aber ein Diener Gottes war notwendig, to come and preach the truth in a hard place, in a hard moment. damit ein Diener Gottes die Wahrheit predigt an einem harten Ort, in einem harten Augenblick. And God is changing around many hard moments in this room Und tonight. Gott ist dabei, viele harte Momente im Leben von Leuten hier total zu verändern heute Abend. Many hard moments are getting turned around right now. Viele harte, schwierige Momente werden jetzt gerade komplett To umgedreht. the glory of Jesus Zur Christ. Ehre von Jesus Christus. To the glory of Jesus. Zur Ehre von Jesus. He arose from the dead. Denn Jesus ist von den Toten He auferstanden. got up, Jesus ist auferstanden. and he got up for you. Jesus ist für dich He auferstanden. got up for you. Jesus ist für dich He auferstanden. got up for you, Er my ist für friend. dich auferstanden, He mein paid the Freund. price for you. Er hat den Preis für dich He paid bezahlt. the price for you. Er hat den Preis für dich bezahlt. 2,000 years later, it's still working. 2000 Jahre später funktioniert es immer noch. It's still working. Es funktioniert immer noch. Still working. Es funktioniert immer noch. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.
Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Acts 24. Apostelgeschichte 24. Keep going, God. Herr, mach du weiter, diene dein Volk. Keep going, Mach Jesus. weiter, Herr, diene Keep dem going. Geist hier. Geh du ganz Keep tief. going, Holy Mach Spirit. weiter, Heiliger Geist. Keep Diene going. den Menschen hier. Have your way. Mach deinen Weg, Herr. Have your Mach way. deinen Weg, Herr, mit uns. Have your way. Mach deinen Weg mit uns. Geh ganz tief. Have your way. Geh ganz tief. Your way, God. Dein Weg, Herr. Not our way, your Nicht way. unseren Weg, dein Weg, Herr. If you want to change it, change it. Wenn du Dinge verändern willst heute Abend oder was ganz anderes machen willst, dann tust. Tell us shut up, I'll shut up. Wenn du uns sagst, halt die Klappe, dann sind wir sofort I still. want God's plan. Wir möchten Gottes I want Plan. God's plan. Ich möchte das Gottes Plan heute God's leben. plan. Gottes Plan. God's plan. Gottes Plan. That's what I want. Das ist das, was ich That's what I will. want tonight. Das That's ist das, what I want was ich this heute whole. Abend will. That's what I want. Das ist das, was ich möchte. That's what I want. Das ist das, was ich möchte. My friend, Mein Freund, God has a plan for your life. Gott hat einen Plan für dein Leben. Satan has a plan also. Auch Satan hat einen Plan für dich. Some people they ask, what's that thing on your shirt? Und manche Leute fragen sich, was hat er für ein Zeug auf seinem Hemd? What's that? What Was is ist that? das, was er auf seinem Hemd da hat? What's that mean? Was bedeutet das? It says, Es heißt, yes, ja, there is a heaven, es gibt einen Himmel, but there's also a hell. aber es gibt auch eine Hölle. That's what it says. Das ist das, was das hier auf meinem Hemd sagt. That's what it says. Das ist das, was mein Hemd sagt. That's God's honest truth. Das ist die ehrliche Wahrheit von Gott. It's God's honest truth. Die ehrliche Wahrheit von Gott. You might think that's some kind of demon thing. That's the thing. Pastor gave me that. Du denkst, vielleicht hätte sich ein Dämonennamen, aber das habe ich von der Pastor bekommen. Fooled your devil, didn't I? Hey, ich habe deine Nummer eingelegt, ja? Devil ought to be ashamed of himself. Ja, Satan sollte sich ab und zu mal über sich selber schämen. Amen. Ja, Acts 24. Apostelgeschichte 24, 23. Vers 23. Well, let's just move on. Paul is reasoning with Felix, a demon-possessed man. Der Paulus, der redet oder diskutiert hier mit dem Felix und der Felix ist ja von Dämonen besessen. Der sieht Gott nicht. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled. Vers 25, als sie aber über Gerechtigkeit, über Enthaltsamkeit und über das kommende Gericht redeten, da fing der Felix an zu zittern, also er wurde von Furcht erfüllt. He trembled. Er wurde erschüttert, er zitterte. And for a moment, Und für einen Augenblick the power of shame came on him. kam die Macht von Scham über ihn. The power of God moved on this man. Die Macht Gottes hat auf diesen Mann gewirkt. What am I doing with this guy? Was soll ich jetzt mit diesem Typ hier machen? But then instantly, Aber dann sofort, schwupp, it switched. hat sich das verändert. Switched. Hat sich And verändert. back to the devil. Zurück zum Teufel. Back to the devil. Zurück zum Teufel. And now the devil goes, well, if he gives me some money, we'll lose him. Und dann sagt der Teufel, okay, hey, wenn der uns jetzt Geld anbietet und uns besticht, dann lassen wir den frei. The power of God almost turned him around. We have to be willing to go with God's plan right at that moment. Die Kraft Gottes hat fast bewirkt, dass alles in seinem Leben komplett umgedreht wird und er anfängt, den richtigen Weg zu gehen. Und wir müssen bereit sein, genau in dem Augenblick, wo Gottes Kraft da ist, um mit dieser Kraft zu arbeiten und den richtigen Weg zu gehen. The Bible says demons know the word of God, they fear and tremble. Die Bibel sagt auch, Dämonen kennen Gottes Wort und sie sind in Furcht und Zittern. And it's their job to try and keep you away from what God's trying to do. Es steht ja auch den Auftrag von den Dämonen, sich wegzuhalten von dem, was Gott versucht in deinem Leben zu tun. Let's go over to Luke 7. Wir gehen zu Lukas 7. It's all at the critical moment. Das ist genau dieser kritische Augenblick. It's all there where we make the turn. Dieser kritische Augenblick, wo wir uns hinwenden, eine Entscheidung treffen, wo wir uns hinwenden. If we don't make the turn, we're going to be tormented by shame. Und wenn wir uns nicht abwenden dann von der falschen Sache, dann werden wir durch Scham gequält werden. In diesem kritischen Augenblick treffen wir die Entscheidung. You got to get it away from the place where God's using it, and don't let it go to the place where Satan's using it. Du darfst nicht wegkommen von dem Ort, wo Gott die Scham einsetzt in deinem Leben und dich hinbewegen an den Ort, wo Satan Scham einsetzt, um dich zu zerstören. And when you've turned, you have to get delivered. Hey, und wenn du dich davon abgewandt hast,
dann musst du befreit werden. Because he's already gotten in. Denn Satan ist dann schon drinnen. He's already gotten in. Satan hat dann schon eine offene Türe bei dir und tut schon Dinge in deinem Leben. Du musst befreit werden. Selbst wenn du die Sünde dann nicht mehr tust. I'll show you in just a little bit. In einem Augenblick zeige ich euch das noch. Luke 7, Lukas 7, verses 37. Vers 37. Behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at the meat, she came over with a box of ointment. Siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass Jesus dort im Haus war, dann kam sie mit einer Flasche Öl. And she came in Und weeping. sie kam heran und sie weinte. She began to wash his feet with Und tears. fing an, seine Füße mit Tränen zu waschen. What brought her to Jesus? Was hat die Frau zu Jesus gebracht? Conviction? Überführung? Of what? Überführung von I don't was? know. Ich weiß es I don't nicht. know. Ich weiß es nicht. But I know why she's weeping. Aber ich weiß, warum die weint. I know why she's crying. Ich weiß, warum die weint. Because Jesus is healing the bruised and the broken. Und Tränen vergießt. Die vergießt Tränen, weil Jesus zerbrochene und zerschlagene heilt. You come in contact with God, if you will humble yourself at His feet, He will set you free from these deep areas of shame. Und wenn du in Kontakt mit Gott kommst, wenn du bereit bist, dich zu seinen Füßen zu demütigen, dann wird er dich freisetzen von diesen tiefen Punkten und Bereichen von Scham in deinem Leben. And the religious people began to try and destroy her even more. Und die religiösen Leute sind aufgestanden und haben versucht, sie noch mehr zu zerstören. Saying she's a sinner, what's she doing with you? Und sie haben gesagt, hey, das ist doch eine Sünderin. Was haben die mit dir zu tun? Warum lässt du dich von dir anrühren? And they tried to accuse Jesus for wanting to help someone get free. Die religiösen Leute haben versucht, Jesus anzuklagen, nur weil Jesus das Verlangen hat, jemand zu helfen, frei zu werden. Look at verse 47. Schau mal Vers 47 an. Wherefore I say unto you, her sins, which are many, are forgiven. Deswegen, Jesus sagt dann, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. It was conviction Es war Überführung and shame und Scham. of many, many Und sins. zwar von vielen, vielen Sünden. It was the shame that brought her to this place of weeping at the feet of Jesus. Es war Scham, der die Frau an den Punkt gebracht hat, dass sie zu den Füßen von Jesus geweint hat. Her sins are forgiven, for she loved much. Ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. But to whom little is forgiven, the same loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. And he said to her, your many sins are forgiven. Und Jesus sagt zu ihr, deine vielen Sünden sind dir vergeben. He gives her forgiveness. Er gibt ihr Vergebung. Er gewährt ihr Vergebung. Verse 49, Vers 49. those who are full of demons begin to oppose the deliverance. Die voller Dämonen sind, die gehen jetzt gegen Befreiung an. And they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this guy think he is? Und die mit ihm zusammen da bei Tische lagen, die haben in sich selber in Gedanken gesagt, wer denkt denn der Typ, wer er überhaupt ist? And he said to the woman, Und er sagte zur Frau, your faith saved you. dein Glaube hat dich gerettet. That's true, she got saved. Ja, das ist wahr, sie wurde erlöst, gerettet. But what else? Aber was noch? Go in peace. Und geh hin in Frieden. She had to have gotten delivered. Sie musste befreit werden. Because when she came to Jesus, she had no peace at all. Und als sie zu Jesus kam, das erste Mal, hatte sie keinen Frieden. No peace at all. Keinen Frieden. From her many sins. Wegen ihrer vielen Sünden. My friend, Mein Freund, humble yourself at the feet of God. demütige dich zu den Füßen von Jesus. Confess the thing. Bekenne deine Sachen, bring's ans Licht. And then get delivered. Und dann wird befreit. Then get Und delivered. dann wird befreit. He comes to heal and deliver the bruised and the broken. Der Not Herr to destroy kommt, you. die Zerbrochenen und Zerschlagenen zu heilen. Er kommt nicht, um dich zu zerstören. Not to tear you down. Er will dich nicht niederreißen. Jeremiah 23:40. Jeremia 23,40. I will bring an everlasting reproach upon you, Und ich werde ewige Schande auf dich bringen. and a perpetual shame which shall not be forgotten. Und ich werde einen Scham auf dich bringen, die nie vergessen werden wird. My friend, don't you see? If this demon gets in you, he won't let you forget your shame. Ich sag dir, wenn diese Art von Dämon in dich reinkommt, sorgt er dafür, dass du deine Scham nie vergessen wirst. And it says it'll be work on you over and over perpetually. Und dieser Vers spricht, dass diese Scham dir ständig in Erinnerung sein wird und dass du das nicht loswerden kannst. Dass er dich immer und immer wieder daran erinnern wird. Ewige Schande auf Deutsch. Until you get free.
ewig andauernde Scheidung, bis du frei wirst. until you cast him out. Bis du frei wirst und den Dämon austreibst, wirst du das nicht loslassen können. You might be even suffering from the power of shame from what your great-grandfather did. Vielleicht leidest du unter dieser Scham von der Sünde, die dein Urgroßvater begangen hat. Sure. Ja, kann sein. Sure. Ja, wäre möglich. Look at Luke 9, Schau dir mal Lukas 9 an, verse 25. Vers 25. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Denn was hat ein Mensch davon für einen Vorteil, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und einbüßt? For whosoever shall be ashamed of me and my words, Denn wer sich mir und meiner Worte schämt, of him shall the Son of God be ashamed. dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen. My friend, are you ashamed of the gospel of Jesus Christ? Meine Freunde, schämt ihr euch wegen dem Evangelium von Jesus Christus? Because most of the church is. Denn die meisten in der Gemeinde, die Leib Christi, schämen sich. Most of the church out there is very ashamed. Die meisten da draußen in der Gemeinde und in den Kirchen, im Leib Christi, die schämen sich sehr wegen dem Evangelium. They are so ashamed to admit that they have a problem. Die schämen sich so sehr, dass sie nicht zugeben wollen, dass sie ein Problem haben. That they come dressed up all pretty and acting all pretty on Sunday and nobody gets free. Und sonntags kommen sie und sie haben sich ganz toll angezogen und alle benehmen sich so, wie wenn alles bei ihnen ganz super wäre, aber niemand wird frei. Because shame's at the top. Denn ganz oben regiert bei denen Scham. The pastor, Der Pastor, the leaders, auch der Pastor und die Leiter sind unter Scham. are ashamed to admit that their people still need help. Denn der Pastor und die Leiter schämen sich zuzugeben, dass die Leute in ihrer Gemeinde immer noch Hilfe brauchen. That there might be demons in the church. Und die schämen sich zuzugeben, dass in ihrer Gemeinde in den Leuten vielleicht noch Dämonen drin sind. Because they don't understand there's demons in every church. Weil die Pastoren nämlich gar nicht kapieren, dass es in jeder Gemeinde Dämonen gibt in den Leuten. And that might insult some people, my friend, but I've been in every kind of church there is, and I always see demons coming out. Und vielleicht ärgert es euch oder kränkt euch, wenn ich sowas sage, aber ich war in jeder Art von Gemeinde in vielen Ländern auf der Welt. Und in jeder Gemeinde habe ich gesehen, dass Dämonen in den Leuten drin waren. We went into Malaysia. Johnny was saying a little bit. Als wir in Malaysia waren und John hat vorhin ein bisschen was drüber gesagt, And I said to the pastor, well, do they understand a Christian can have a demon? dann habe ich zum Pastor gesagt, verstehen die Leute in deiner Gemeinde, dass ein Christ einen Dämon haben kann? I'm trying to figure out, well, what should I preach, see? Weil ich habe nämlich versucht, ein bisschen kennenzulernen und rauszufinden, worüber soll ich denn predigen. And they go, oh, yes, they all do deliverance. Dann haben die gesagt, ja klar, also natürlich machen wir Befreiung und wir lernen darüber, unsere Leute wissen Bescheid. So I thought, well, okay. Da habe ich gedacht, gut, okay. But see, they spoke the word of faith. I mean, that's good, but... Aber weißt du, die haben ganz viel so das Wort des Glaubens gelernt. Und das ist gut, sowas zu lernen. Their idea of deliverance, Und ihre Vorstellung von Befreiung war folgende. Father, in the name of Jesus, we declare ourselves to be free in the name of Jesus, and with these problems, just gotta go. Glory to God. Vater, im Namen von Jesus, wir erklären, dass wir jetzt frei sind, wir proklamieren das über uns und alles muss jetzt gehen zur Ehre Gottes. Alles ist jetzt weg. Danke, Herr. And so when I went up in front of the church, Als ich dann mich vorne hingestellt habe, vor die Gemeinde, and I said, now I'm going to command these demons to come out. und als ich dann zu denen gesagt habe, so, und die Dämonen, denen befehle ich, dass jetzt ausfahren, das worüber wir gepredigt haben, The pastors were all sitting here looking like, dann saßen die Pastoren da vorne, haben mich angeguckt. Die haben mich ganz irritiert angeguckt. what's he going to do? Was will der machen? Was will der tun? Bei uns in der Gemeinde? And then the little 10-year-old boy started lifting up a chair. Und dann kam dieser 10-jährige Junge, der den Stuhl hochgehoben hat und durch die Gemeinde geschleudert hat. Gezeigt. And every person in the churches were throwing up on the church floor. Und alle Leute in der Gemeinde, die haben sich dort übergeben auf dem schönen Gemeindeboden. These are the ones who turned the world upside down, and now they've come to us. Diejenigen, die den ganzen Erdkreis aufwiegeln, alles auf den Kopf stellen, sind jetzt zu uns gekommen. But see, being ashamed of the gospel of Jesus Christ will make God be ashamed of you and your ministry. Aber weißt du, wenn du dich des Evangeliums von Jesus Christus schämst, wird dafür sorgen, dass Gott sich deiner und deines Dienstes schämen wird. Isaiah 30, Jesaja 30, verse 3, Vers 3. says, therefore shall the strength of the Pharaoh be your shame, if you shall trust in the shadow of Egypt. Und da heißt es deshalb,